möchte Ihnen die 5 wichtigsten Dinge mit an die Hand geben, die ein professioneller Fassadenreiniger machen sollte, bevor er ein Angebot abgibt. Wenn Sie uns ein Bild von Ihrer Fassade zuschicken können, können wir erstmal die Machbarkeit überprüfen. Ist es generell möglich, die Fassade überhaupt zu reinigen? Sie sollen ja nicht die Katze im Sack kaufen, sondern wir müssen das erstmal prüfen, ob diese Fassade überhaupt generell zu reinigen ist. Ich möchte Ihnen hier ein kleines Beispiel geben. Dieses Bild habe ich bekommen von einem unserer Kunden. Hier kann ich schon mal eine Aussage treffen, die Fassade ist nicht mehr zu reinigen. Die Fassade ist 40 bis 50 Jahre alt, was generell nichts bedeutet. Aber sie steht an einer sehr viel befahrenen Straße. Fett, Kohle, Rußablagerungen haben sich hier über die Jahre sehr stark und sehr tief in den Putz verankert, sodass wir mit unserer Reinigungstechnik hier nichts mehr ausrichten können. So haben wir unter Umständen viele Kilometer gespart und können so eine Vorauswahl treffen, ob eine Fassade gereinigt werden kann oder nicht. Top Nummer 2, das Anlegen einer Probefläche. Das Anlegen einer Probefläche ist für uns extrem wichtig, weil wir ja nicht durch den Dreck durchschauen können. Zunächst mal legen wir ca. 1 Quadratmeter große Probefläche an, waschen den Dreck runter und können dann prüfen, ist der Untergrund noch intakt? Hat der Putz nicht so viele Risse oder die Farbe, die verarbeitet wurde, Risse oder Abplatzungen, die erst dann zum Vorschein kommen, wenn der erste Dreck einmal runtergewaschen ist. Erst das alles können wir natürlich nur prüfen, wenn wir eine Testfläche, eine Probefläche angelegt haben. Top Nummer 3, das Aufmaß. Unsere Kundenberater haben Lasermessgeräte, wo sie bis auf den Quadratmeter genau die Fassadengröße aufmessen können, so dass wir ihnen ein detailliertes Angebot erstellen können, und das machen wir selbstverständlich alles kostenlos. Top Nummer 4, die Beratung rund um die Fassadenreinigung. Wir schauen uns zum Beispiel den Sockelputz an. Ist der Sockelputz noch intakt oder muss der mal ausgebessert werden? In diesem Fall könnten wir eine Vorbereitung für den Maler oder für den Stuckateur treffen, eventuell lose Teile abspülen und so einen Untergrund schaffen, wo der Maler oder der Stuckateur wieder darauf arbeiten kann. Wir schauen uns Ihre Jalousien an oder Sonnenschutzelemente. Je nachdem, was Sie verarbeitet haben, können wir die teilweise mit reinigen. Wie schaut es mit Balkonen aus? Bodenplatten auf Balkonbelägen. Sollen diese eventuell mitgereinigt werden? Dachüberstände ist auch immer ein ganz spezielles Thema. Gerade bei modernen, neueren Häusern, wo der Holzdachüberstand weiß gestrichen ist und dieser natürlich über die ersten Jahre schon extrem viel Schmutz ansetzt. Auch hier haben wir eine Möglichkeit, diesen Dachüberstand von unten zu reinigen, sodass Sie sich natürlich den teuren Anstrich sparen. Aber Obacht! Auf der Wetterseite beispielsweise, auf der Westseite, da wo der Regen natürlich dran schlägt, kann es auch oftmals dazu kommen, dass die Lackschicht sich stark abnutzt und dass hier irgendwann auch mal eine Farbe erneuert werden muss. Haben Sie vielleicht Büsche am Haus, Bäume am Haus, die an der Fassade schon gearbeitet haben? Auch hier schauen wir gemeinsam, sodass auch da hier und da Bäume oder Büsche im Vorfeld schon einmal beschnitten werden müssen. Top Nummer 5. Achten Sie vor selbsternannten Fassadenreinigern. Was meine ich damit? Es sind viele Scharlatane unterwegs, die Ihnen eine Fassadenreinigung anbieten, aber noch nicht mal als richtig Ahnung haben, was sie da überhaupt machen. Ich möchte Sie nur dazu anhalten, die Angebote ganz besonders zu prüfen. Ein Kriterium zum Beispiel ist immer das Verkaufen mit 10 Jahre Garantie auf irgendwelchen Nano-Effekt. Da kann ich Ihnen aus Sicherheit aus meiner beruflichen Erfahrung versichern, eine 10-Jahres-Garantie wird Ihnen kein Unternehmer gewähren. Und da nur die Bitte, prüfen Sie sehr skeptisch, was Sie für Angebote auf dem Tisch liegen haben. Das sind meine 5 Tipps und ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Anfrage an uns richten würden.